Wo ist das Rentier? Da hinten ist das Rentier. Nein, das sind doch Rehe. Rentiere haben rote Nasen. Für den Kopf nehme ich ein Stück Alufolie. In die Mitte gebe ich etwas Dekosand. Die Kugel sollte anschließend so aussehen. Den unteren Teil bedecke ich jetzt mit Klebeband. So sieht die Kugel jetzt aus. Das Abdeckband ist wichtig, damit sich das Fimo später wieder löst. Für den Kopf nehme ich die Fimo-Farben Weiß und für die äußere Schicht kombiniere ich die Farben Hautfarben, Gelb und Schokolade zu einem Karamellton. Ich nehme Fimo Weiß und stelle die Pastamaschine auf Stufe 2 ein. Ebenso rolle ich die Farbmischung Karamell bei Stufe 2 aus. Ich wickle die Kugel mit dem Weiß ein. Deine Kugel muss jetzt komplett weiß sein, auch die Unterseite musst du verkleiden. Die Kugel verkleide ich jetzt mit Karamell. Meine Kugel ist jetzt vollständig belegt. Als nächstes brauchst du eine runde Ausstechform. Meine Form ist so groß, dass später das Teelicht hindurchpasst. Ich fädle meine Ausstechform über den Aluminiumstiel und steche dann einmal kräftig zu. Das Fimo entferne ich jetzt. Bist du mit dem Ausstechen fertig, dann geht es weiter mit dem Gesicht. Dafür brauchst du die Fimo-Farbe Schokolade. Ich nehme das Schokoladenbraun, stelle die Pastamaschine auf Stufe 2 ein und rolle die Farbe aus. Für den Mund habe ich mir eine Form aufgezeichnet. Die schneide ich jetzt aus dem Schokoladenbraun aus. Ich nehme den Mund und klebe ihn auf. Als nächstes kommen die Augen. Hier arbeite ich mit einer Schablone. Ich lege sie auf und schneide sie dann aus. Dann schneidest du den Mund. Aufgepasst, hier nicht komplett durchschneiden, sondern nur knapp bis auf das Weiß. Jetzt schnitze ich mir die Zähne. Jetzt setze ich die Augen ein. Jetzt bekommt mein Rentier seine Nase. Dafür nehme ich rotes Fimo, setze es mittig auf und gebe auch hier mit Weiß einen leichten Glanzpunkt. Jetzt kommen die Ohren des Rentiers. Dafür brauchst du 4 Stücke Draht, a3 cm lang, das dunkle Schokoladenbraun und den Karamellton. Den Farbton Karamell rolle ich auf Stufe 3 der Pastamaschine aus. Für das Schokoladenbraun stelle ich die Pastamaschine auf Stufe 5. Meine Drahtstücke lege ich auf den Karamellton, danach verpacke ich sie. Aus dem Karamell schneide ich mir jetzt 2 Ohren für das Rentier. So sollten deine beiden Ohren jetzt aussehen. In der Mitte ist der Draht verpackt. Dann nimmst du dir das Ohrinnere, das Schokoladenbraun, und legst es auf. Die Übergänge zwischen Kopf und Ohr verarbeite ich dann mit einem Dotting-Tool. So müssen die Ohren jetzt an deinem Kopf sitzen. Ich nehme jetzt eine Drahtbürste und bearbeite das Fell des Rentieres. Meinen Rentierkopf verziere ich jetzt noch mit Kreide. Danach gebe ich den Kopf 20 Minuten bei 110 Grad in den Backofen. Während mein Rentierkopf backt, kümmere ich mich um die Mütze. Dafür brauchst du nochmal die Ausstechform
Fimo weiß und rot. Ich nehme den Ring als Größe für das Loch oben und lege darum das Fimo weiß. Meine Hutkrempe und schneide das Ganze zu. In diese Grundform lege ich das Rot für die Mütze. Um das Rot lege ich dann das Weiß und drücke es fest an. Jetzt hast du schon einmal die Grundform für die Mütze. An das Grundgerüst der Mütze füge ich jetzt noch ein Stück Rot an, damit diese nach unten hängt. Du schneidest sie in gewünschte Länge ab und klebst dann unten einen weißen Bommel an. Die Übergänge zwischen den beiden Teilen verarbeite ich jetzt noch mit dem Dotting Tool. Wenn dein Hut dann in etwa so aussieht, dann kannst du wieder die Drahtbürste nehmen und den Rand und den Bommel bearbeiten. Für das Geweih in der Mütze brauchst du wieder Draht. Ich verwende 3 unterschiedliche Längen, die werden zusammen verbunden. Dafür nehme ich wieder das Abdeckband. Nachdem du deine 3 Drahtstücke miteinander verbunden hast, musst du sie biegen. Für das Geweih nehme ich die Farbe Schokoladenbraun und rolle diese auf Stufe 5 der Pastamaschine aus. Das Geweih aus Draht verkleide ich jetzt mit dem braunen Fimo. Sieht dein Geweih so aus, dann musst du es nur noch in die Mütze einsetzen. Ich nehme ein spitzes Dotting Tool und setze mir hinten an der Mütze 2 Löcher. In diese 2 Löcher stecke ich jetzt mein Geweih. Die Übergänge zwischen Rot und Braun verarbeite ich wieder mit Hilfe des Dotting Tools. Wenn deine Mütze mit Geweih schließlich so aussieht, dann kommt es in den Backofen. Du nimmst das Fimo und gibst es für 30 Minuten bei 110 Grad in den Ofen. Wenn der Kopf gebacken und hart ist, dann muss der Sand aus dem Kopf. Zuerst öffnest du die Alufolie. Dann schüttest du den Sand von innen weg. Ist der Sand draußen und dein Kopf leer, dann muss die Alufolie und das Abdeckband aus dem Kopf. Löse es erst leicht vom Fimo. An den Augen drückst du am besten mit dem Dotting Tool dagegen. Für den gelben Stern, den ich dem Rentier jetzt zwischen die Zähne stecke, verwende ich Fimo Gelb und rolle es auf Stufe 3 aus. Mit einer kleinen Ausstechform steche ich mir zweimal einen Stern aus. In die Mitte dieser beiden gebe ich ein kleines bisschen Gelb. Dann lege ich die beiden Sterne aufeinander. Meinen fertigen Stern stecke ich dem Rentier zwischen die Zähne. Dazu drückst du eine Seite flach. Die flache Seite kommt jetzt zwischen die Zähne. Danach wird das Rentier mit dem Stern nochmal gebacken. Du hast mein Video bis zum Schluss angeschaut. Modellieren mit Fimo ist genauso entspannend wie ein Ausflug im Frühling. Möchtest du gerne mehr zum Thema wissen? Dann schau dich um im Kanal oder lass mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!